Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1. Und nach der kleinen Zwangspause, die wir einlegen mussten, geht es jetzt weiter. Und ich habe mich schon mal ein bisschen umgesehen, womit wir jetzt weitermachen könnten. Ich würde sagen, auf jeden Fall mit einem Nebenfall. Und dieser hier würde sich ganz gut eignen, da wir gerade passend gekleidet sind und uns auch an der passenden Lokalität befinden. Ich verlese. Also, Polizeispielerei. John schlug vor, ich solle doch Polizist werden. Oder zumindest vorgeben, einer zu sein. Jedenfalls sollte keiner der Verdächtigen wissen, dass ich kein Polizist bin. So, verkleidet sind wir dementsprechend schon. Tote im Tresor. Ein mitgehörtes Gespräch weckte meine Neugierde. Basilio Copello, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Armur Copello, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengelände eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Basilio Copello beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird in einer Zelle der Polizeiwache festgehalten. Und das muss ja hier ganz irgendwo in der Nähe sein. Dementsprechend schauen wir uns mal um. Ich denke, man hört es noch, dass ich immer noch ein wenig verschnupft bin und erkältet, dementsprechend nicht wundern. So, okay, das sind ja schon Zellen. Ist Herr Copello hier auch irgendwo? Das wäre ja praktisch. Sherlock, she didn't deserve that. She just wanted to be free. Where's your compassion? Nein, habe ich nicht. So. Kein Copello. Ja, aber ich verstehe es auch nicht ganz. Ich meine, Mitgefühl schön und gut. Ich denke mal, sehr viele Täter werden irgendwie ein Motiv haben, was man aus ihrer Sicht vielleicht nachvollziehen kann. Aber so funktioniert ja das Rechtssystem nicht. Dass man da jetzt das Ganze auf Mitgefühl basieren lässt. Oder irre ich mich da? Diskutiert's bitte in den Kommentaren. Nein, macht's besser nicht. Okay. Kein Copello, aber das sind auch eher so hier so Verhörzellen, wie es aussieht. Die haben ja ganz schön viele davon. Wie viele Verhöre finden denn hier parallel statt manchmal? Und hier möchte man auch nicht wissen, was da passiert ist. So, da geht es, glaube ich, raus. Ist da hinten im Schrank irgendwas? Oh, what a long day. Oh. What a long day. Nein, mein Freund, der geht nicht zu Ende. Wo kommen wir denn hier hin? Okay, das sind aber auch Kellerverliese hier. Okay, da geht's nicht durch. Wo ist der... Da, der sieht doch aus wie Herr Copello, oder? Excuse me, but are you Mr. Capello? Oh, My name is Sherlock Holmes. I'm hoping you could spare a moment to talk. Manners, what a pleasant surprise. Most of your colleagues have lacked even the simplest of common courtesies. Vielleicht sollten wir ihm die Wahrheit sagen, dann vertraut er uns schon ein bisschen mehr. The reason should be apparent, Mr. Capello. I am not a policeman. I have taken an independent interest in your situation. Ah, of course, you're a journalist. Nothing so prosaic. I'm a detective of sorts with an interest in the interesting, such as your case. I'm not after your money nor a scandalous tale for the Gazette, just the truth.
Ah, how quaint. Bene. Ask your questions, Mr. Holmes. Ich beobachte ihn erstmal. Ein fokussierter Blick. Elegante neue Kleidung, modern und modisch. Mal wieder ein Blick auf die Hände, verheiratet oder was ist das? Ehering, fest am Finger. Und er hat sich geschlagen. Blutergüsse an der Hand, frische Verletzungen. Basilio Copello ist der Inhaber der renommierten Firma Amour Copello, die auf Cordona Tresore und andere Sicherheitsprodukte verkauft. Derzeit sitzt er als Hauptverdächtiger im Mordfall Niccolo Detti im Gefängnis der Polizeiwache. Basilio Copello ist Anfang 40. Er ist ein pragmatischer Mensch, bei dem die Arbeit und Prinzipientreue an erster Stelle stehen. Obwohl er als Mordverdächtiger im Gefängnis sitzt, wirkt er ruhig und fokussiert. Er hat Blutergüsse in der Hand, womöglich musste er sich vor kurzem zur Wehr setzen. Die Familie bedeutet ihm sehr viel. Und impulsiv. Er legt großen Wert darauf, modern und modisch gekleidet zu sein. Augenscheinlich will er nicht seinen Frust über seinen Gefängnisaufenthalt zeigen. Folge eines Kampfes. Familie ist ihm sehr wichtig. Impulsiv kann man mir jetzt nicht rüber. Eher pragmatisch. You are surprisingly composed for a man accused of murder. Not so easily shaken, I take it. Life is full of surprises. You'd be astonished how many deals go sour due to a force majeure. One becomes skilled at adapting. I am confident this will all be set straight. Until then, I will endure. Much how you endure that injured hand. Those bruises look painful, but you seem barely aware of it. Were you attacked? Ah, no. A minor accident, nothing more. My heady days as a man out to prove his valor are far behind me. I now know that to succeed in life, one must stay calm and plan ahead. The world will turn your way eventually. And if it does not, then one must persuade it so. Erzählen Sie von Anfang an. Please, tell me how you ended up in this situation. Well, this morning some clients arrived to finalize their purchase of a Copello modular safe. But when we opened the door, out tumbled a dead man. And I take it this wasn't normal. No, I normally keep my corpses in the wardrobe. Please, young man, spare me your wit. The rest of the day was a blur. I recognized the victim, and it seems so did the police. That was enough to make me the main suspect. Who sent for the authorities? No one. As it happens, we had a break-in last night. Nothing was stolen, but for insurance purposes, the report had to be made. So, police officers just happened to be on the premises when we discovered the body in the safe. Wer waren diese Kunden? You mentioned you were showing your wares to some prospective buyers when the safe was opened. Who were they? Clerks from the bank. They inspected the safe from top to bottom yesterday. I assumed the sale was just a formality at that point. And the safe was closed? It's usually open, but it locks automatically when the door swings closed. That's another marvelous Copello invention. A coffin that locks itself. Marvelous indeed. Wann trafen die Kunden gestern ein? Help me grasp your movements yesterday. What time did you meet the customers from the bank, and did you have any other appointments? Yesterday, the bank clerks arrived at 10 a.m. Afterwards, I was alone in the office until my wife Augusta came in at 3 p.m. I left for home at 6:30 p.m. And what about this morning? Our meeting for the demonstration was set for 9 a.m. I arrived about half an hour prior in order to prepare. I have one final inquiry. Do you recall the time at which the safe door was closed? Young man, I may just as well ask you when you closed your cigar case. I have opened our safes a dozen times a day for a dozen years. I do not recall. Kannten Sie das Opfer? You say you became the suspect when the police identified the victim. Is there history between you? Surely you jest. That man and I have never met, and never would, unless he became the first Detti in history to use our products. Some sort of family feud? I'm afraid I'm not familiar. You must be new to Cordona. It's an old tale. Back in Italy, generations ago, the Dettis tried to ruin our family business. They nearly succeeded.
The Capellos rightfully struck back, but there has been bad blood ever since. And does that blood flow in you too? I told you, sir, it's an old story, or it was. I fear this horrible event portends worse to come. My wife may be in danger as we speak. Beschreiben Sie den Einbruch. I'd like to inquire about the burglary. I'm not sure I see the connection, but if you wish to know more, talk to Billy Lloyd, the night watchman. He scared off the thief. Was it also Billy that discovered the burglar? No, my wife did. She had stayed late yesterday. Poor Augusta. At least she's safer with the police than at home alone. Ich habe genügend Informationen. Well, Mr. Capello, I think that's all I need from you at present. Where can I find your office? Here, take my card. Billy should be on site to assist with the investigation. And please, sir, would you check on my wife before you depart? Thank you. I will endeavour to speak with her before I leave the station. Please, treat her gently. Women lack our resilience when it comes to ordeals like this. I shall eagerly await your return. After all, there's little else I can do. Oh, Sherry, disappointing. We were putting on a show and you call it off halfway through. Ach so. Ach Mist, daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Na gut, dann ist es halt so. Also wir schauen nochmal hier, aber hier wird nichts mehr sein. Jetzt müssen wir erstmal die Frau finden. Das kennen wir. Basilio Capello hatte für potenzielle Käufer einen Tresor geöffnet und gab an, über die schreckliche Entdeckung ebenso überrascht gewesen zu sein wie die anderen Anwesenden. Er erwähnte die Familienfehde zwischen den Dettis und den Capellos, beteuerte jedoch, Niccolo Detti nie persönlich begegnet zu sein und keine Konflikte mit ihm gehabt zu haben. Mr. Capello erwähnte, dass am Abend zuvor in das Firmengebäude eingebrochen worden war, was durchaus etwas mit dem Mordfall zu tun haben könnte. Für den Fall relevante Personen Nachtwächter Billy Lloyd, den ich im Firmengebäude von Amo Capello in der Ordler's Sond östlich der St. Clements Kathedrale in Scaladio antreffen kann, Mr. Capellos Gattin Augusta Capello, die sich derzeit auf der Polizeiwache befindet. Der Einbruch ereignete sich am späten Abend und wurde von Augusta Capello sowie dem Nachtwächter Billy Lloyd bemerkt. Offenbar wurde nichts gestohlen. Und gegen 10 Uhr, Mr. Capello demonstriert seinen Kunden von der Bank den Tresor. Der Tresor ist offen, bis zur Ankunft seiner Gattin Augusta arbeitet er allein im Büro. 15 Uhr, Mr. Capellos Gattin trifft im Büro ein. 18:30 Uhr, Mr. Capello verlässt das Büro und geht nach Hause. Heute gegen 9 Uhr, Niccolo Detti wird tot im Tresor aufgefunden. Mr. Capello wird als Hauptverdächtiger festgenommen. Okay, Gut, dann sprechen wir jetzt erstmal mit der Frau. Beziehungsweise müssen wir erstmal herausfinden, wo genau sie überhaupt ist. Irgendwo hier in der Polizeiwache. Hier unten wird sie wohl nirgendwo rumlungern. Mrs. Capello, please wait in the office. Warte. The inspector will be here soon. Hä? Wer hat das denn jetzt hier gerade gesagt? Und zu wem? Also im Office soll sie warten. Das ist das Archiv. You must be the inspector. Would you be Augusta Capello? Must I really repeat myself to every baby-faced man in uniform that strides in? Eine ganz sympathische. Warum lügen wir, wenn wir sagen, ich bin nicht der Inspektor? Oh, I'm not the inspector, but I am investigating your husband's case as an independent observer.
Then why are you here? Get out. Mrs. Capello, I mean you no harm. My name is Sherlock Holmes, and I'm on your husband's case independently. Please, Mr. Holmes. I cannot bear to relive it again just for some stranger's pleasure. I wish to be left alone. Okay, sie hat einen gläsernen Blick, nahm vor kurzem Laudanum ein. Ein goldener Hafenanstecker, Abschiedsgeschenk 1875. Wovon denn? Spuren nervösen Herumspielens am Ringfinger. Augusta Copello ist die Gattin des Tatverdächtigen Basilio Copello. Sie ist Ende 20, war früher Musikerin und arbeitet jetzt in der Firma ihres Gatten. Sie spielt aufgrund der Stresssituation nervös an ihrem Ehering herum. Sie nahm vor kurzem Laudano ein, scheint dieses Beruhigungsmittel jedoch nicht gewöhnt zu sein, steht unter Schock und ein emotionaler Mensch. Tja. Sie ist schon ja sehr emotional, ne? Machen wir das. Whilst I prefer German composers, the harp solo from Lucia di Lammermoor stands out as one of Donizetti's finest contributions to the form. I'm sure Basilio thought the same. He did. How? Did he tell you how we met? Oh, there was no need. It is trivial to observe how much you value your memories of playing harp in the orchestra, and even an amateur Italian harpist would be familiar with Donizetti's finest work. Yes. Music is a balm in these uncertain times. It is nice to meet another who appreciates it. Much as I appreciate the truth. Please, Mrs. Capello, let me help you and your husband. I am not unappreciative, sir. But I'm afraid I presently lack the strength. Erzählen Sie mir von dem Einbruch. Basilio tells me you were present during the burglary yesterday. What can you tell me about it? Oh, it gave me such a fright. I fainted, fell to the floor. I wish I could help you, but, I'm just utterly useless. Please, I want to rest before the inspector arrives. Kannten Sie das Opfer? Were you familiar with the deceased man found in the safe? No, I did not know him, nor can I conceive of how the poor soul ended up there. Ich komme später wieder. You've had quite the day, Mrs. Capello. I shall leave you be. If I have further questions, I may visit again later. Oh, Sherry, disappointing. We were putting on a show and you call it off halfway through. Irgendwie traue ich ihr nicht so ganz. Auch dieses so, dass sie sich so erschöpft und kann uns jetzt nicht Rede und Antwort stehen. Ich glaube eher, sie hat erkannt, dass wir ein guter Analytiker sind und hat ein bisschen Angst, sich zu verplappern oder so. Oder was Falsches zu sagen. Na gut. Dann werden wir erstmal zum Nachtwächter gehen. Der wo nochmal war? Also Adler Street, nördlich der St. Clemens Kathedrale in Scaladio. Ne, östlich. Scaladio. Östlich die Adler Street. Ja, hier irgendwo was. Nehme ich mal an. Wir müssen erst das Gebäude verlassen. Obwohl, müssen wir gar nicht. Also wir müssen gar keine Schnellreise machen. Es ist ja hier nicht so weit entfernt.
Hier ist die Kathedrale. Und das hier müsste jetzt schon die Adler Street sein. Hier vielleicht bei dem Schild. Eine Barbary. Hier haben wir es doch. Armur Copello. Hello there. Sind Sie Billy Lloyd? Ill-fitting pants, wonky nose, and hair that appears to have been cut by your own hand. You must be Billy Lloyd. Oh, it's you! I knew you'd come. You did? You're Mirko Gallia, the best investigative journalist on Cordona. I'm a fan of your work. Alas, you're mistaken. The name is Sherlock Holmes, and your employer... Oh, of course. Discretion. I'm sorry. I doubt the policeman upstairs heard me, though, so your secret is safe with me, Sherlock. Sie haben den Einbrecher gesehen? Mr. Capello told me you were present during the burglary and scared the criminal off the property. Yeah, you should have seen it. As soon as the burglars saw me, they went white as death. Ran out the back door of the office. I heard a thud and cat shrieks, so I think they went over the railing and into the bushes out back. Clearly, my reputation precedes me. Mr. Capello was so proud. You're a guard, but you didn't give chase. Well, by the time I made it outside, they were miles away. So I went back to help Mrs. Capello. That kind of gentlemanly courtesy is why I'm so well regarded round these parts. Na, er hält ja große Stücke auf sich selbst, was? So, wie sah der Einbrecher denn aus? What did the thief look like? Shorter than me, mid-20s, a huge scar across the right cheek going from the eye. Short hair. She didn't look like a ghost. Too corporeal. Hold on. She? You didn't think to mention the burglar was a woman? Why did you assume it was a man? It's the 19th century, sir. Ambitious young women are out there pursuing a career, and I, for one, encourage it. Yes, yes, spare me the sermon. Wann geschah der Einbruch? When did the burglary happen? After 10 in the evening. I was just talking to Mrs. Capello. Does she normally work this late? No, it's the first time it happened. Usually I'm alone at night. I was explaining to Mrs. Capello how drinking water every 3 hours can help with digestion. When she excused herself and went back upstairs. Then there was a scream, and I ran up to the office, and... I know what happened next, thank you. What about last evening? Do you have any more details about the break-in? Of course. I write down everything that happens during my watch. Take a look. Fastidious in its mundanity, but I will make of it what I can. Ich muss mich im Büro umsehen. I must go and inspect the crime scene. If I have further questions, Mr. Lloyd, I will find you. Oh, don't worry. I won't be able to keep away. Right. Okay, also es ist ungewöhnlich, dass die Frau so spät noch hier ist. Das heißt, sie hängt da definitiv irgendwie mit drin. Wir schauen erstmal, was er so hier aufgeschrieben hat. So, der Einbruch ereignete sich am späten Abend und wurde von Augusta Copello sowie von dem Nachtwächter Billy Lloyd bemerkt. Offenbar wurde nichts gestohlen. Die Einbrecherin betrat am Abend das Gebäude über die Hintertür des Büros. Zu dieser Zeit befindet sich normalerweise nur Billy Lloyd im Gebäude. Mr. Lloyd hörte, wie sich die Einbrecherin durch das Gebüsch im Hinterhof davonmachte. So. Also bis 19 Uhr, Mrs. Lloyd trifft im Büro ein. Mr. Copello kehrt über die Hintertür ins Büro zurück und spricht mit Augusta. Mr. Copello geht nach unten, um nach Mr. Lloyd zu sehen. Mr. Copello verlässt das Büro wegen eines Geschäftsessens. Mrs. Copello bleibt im Büro, um weiterzuarbeiten. Mr. Lloyd liest am Vordereingang ein Buch. Mrs. Copello verlässt das Bürozimmer und geht nach unten, um sich mit Mr. Lloyd zu unterhalten. Mrs. Copello geht zurück nach oben. Mr. Lloyd hört sie schreien, als sie die Einbrecherin sieht. Die Einbrecherin entkommt, der Tresor ist geschlossen. In dieser Zeit hier. Warum sollte sie runtergehen und sich mit ihm unterhalten? Da ist da oben irgendwas passiert, würde ich mal so schätzen. Okay, aber wir schauen uns erstmal um. Strength, security, peace of mind. Tacky. Well, you know, that's your opinion, good sir. Okay, das Badezimmer.
Wohnzimmer. Sieht sehr schön aus. So ein Tisch wäre heute auch wahrscheinlich wieder modern. Allerdings fehlt da der Wasserhahn. Für heutige Verhältnisse. Was ist das? Ach, das sind Sicherheitstüren. Gut, dann gehen wir mal nach oben. Ach, natürlich, hier ist wieder alles noch ganz unberührt und frisch. Okay. Ja, dann schauen wir uns erstmal den Elefanten im Raum an. Clear indications of blunt trauma, possibly inflicted before the victim was in the safe. Bulging veins, cyanosis, bloodshot eyes, odd foaming in the mouth. Vergiftet. Bruises, torn nails, bleeding was severe and continued at length. Clothes are not fully buttoned. Was the victim dressing or undressing? Blood on the safe door could have been left by the victim. What a rotten way to die. Yeah, what a shame. The bottle is half empty. Na, hat etwa die Sirene schon wieder zugeschlagen? A wine, well enjoyed. Geschäftsgespräche. Recently used, but why would it be here? Hier wollte jemand vertuschen, dass wir zu zweit getrunken haben. Also war der junge Mann vielleicht Gast von Mrs. Coppello? Oh, why do I get the worst jobs? Hallo. Wir präsentieren mal Beweise. I don't know. Do you know anything else about the dead body in the safe? Well, there is the rule of threes. You can survive 3 weeks without food, 3 days without water, 3 hours in harsh weather, and 3 minutes Of you talking? without air. I'm sorry, did you say something? No, very enlightening, Mr. Lloyd, thank you. Der war gut. I don't know. I don't know. Have you noticed anything different about Mrs. Capello recently? Not really. She talks to me more when I start my shift. Probably because of the 100 Best Curry Recipes book I'm reading. Oh, and we've been running out of paper a lot lately, so she often sends me out to buy more for her. She's very particular about the paper we use. Only one store on the island stocks it, and it's on the other side of the town. But I'm really fast. Interesting, thank you. I know of it, but forgot. I don't know. What can you tell me about Mr. Capello? He's a good employer, but very focused on work, and very serious about security, of course, since he employed a night watch of my caliber. Not everyone appreciates his strict business approach, though. Store clerks don't seem to last long in the office. Good to know. Sherlock hat das ja jetzt gerade so abgetan, was der hier gesagt hat, aber das mit dem Papier klang doch irgendwie interessant, oder? Dass sie ihn da öfter mal wegschickt. So, wir können erstmal wieder eine chemische Analyse einleiten. Sehr schön. Okay, was brauchen wir? Oh, jetzt müssen wir erstmal wieder dran gewöhnen. Also, ich würde sagen, das machen wir erstmal ins Minus. Und dann machen wir noch -1.
Dann haben wir hier schon mal -4. So. Machen wir das ebenfalls ins Minus. Und nochmal -1. Und nochmal -1. Das gießen wir jetzt zusammen. Und dann haben wir es. So. Der Schaum am Mund rührt von einer leichten Alkoholvergiftung her, höchstwahrscheinlich durch den Konsum von Wein. Okay, das heißt, hier wurde ordentlich gesoffen. So, was haben wir hier? Er ist bei der Arbeit fleißig und gewissenhaft und von seinen Angestellten erwartet er das gleiche Engagement. Der Nachtwächter Mr. Lloyd sagte, dass sie sich in letzter Zeit zu Beginn seiner Schicht oft mit ihm unterhielt und ihn häufiger als sonst Besorgungen machen ließ. Ja, um ihn abzulenken. Oder aus dem Haus zu haben. So, bei den Sofas steht eine halbleere Flasche Wein auf dem Tisch. In dem Weinglas neben der Flasche befindet sich noch etwas Wein. Unter dem Tisch liegt ein Weinglas, das vor kurzem benutzt wurde und dort nicht hingehört. So. Vielleicht müssen wir jetzt noch auf den Hinterhof schauen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und tschüss.